Ich weiß, die deutsche Grammatik ist der Stoff, aus dem Dramen gemacht werden. Sie ist kontrovers, kompliziert und zum Teil unlogisch und auch ein bisschen verrückt. Aber man kann einfach nicht ohne sie. So ist das nun mal. Daher möchte ich dir heute 5 Tipps und Tricks verraten, mit denen du komplizierte Grammatik in der Alltagssprache umgehen kannst oder besser anwenden kannst, sodass du weniger Stress beim Sprechen hast. Also, hier kommen meine Hacks, mit denen du die deutsche Grammatik austricksen kannst. Trick Nummer 1. Beim Sprechen brauchst du eigentlich nur 2 von den ganzen 6 Zeiten, die du lernst. Wir lernen bis zum C1-Niveau 6 unterschiedliche Zeiten kennen. Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2. Diese Zeiten sind nicht nur kompliziert, sondern werden zum Teil selbst in der geschriebenen Sprache sehr selten verwendet und damit erst recht selten in der gesprochenen Sprache. Siehe Futur 2 mit 3 Verben. Aber nicht nur, dass sie selten verwendet werden, man kann sie auch durch einfachere Zeitkonstruktionen ersetzen. Das Präsens zum Beispiel wird normalerweise für Aussagen in der Gegenwart, also im Jetzt, gebraucht. Wir können damit aber auch über die Zukunft sprechen. Zum Beispiel jetzt, Präsens, ich esse jetzt einen Apfel. Zukunft, ich esse morgen einen Apfel. Wir können uns also das Futur 1 damit einfach sparen. Und das Perfekt kann für jede Zeit der Vergangenheit verwendet werden und sogar, um abgeschlossene Handlungen in der Zukunft zu beschreiben. Das Perfekt können wir damit also für die Vergangenheit und für die Zukunft gleichermaßen verwenden. Damit sparen wir uns das Präteritum. Dieses beschreibt sowieso die gleiche Zeit wie das Perfekt und wird nur in der offiziellen Sprache verwendet, natürlich mit Ausnahmen von haben, sein und den Modalverben. Wir können uns sogar das Plusquamperfekt sparen. Also anstatt nachdem ich das Bett gemacht hatte, ging ich ins Badezimmer, kannst du auch ganz einfach das Perfekt benutzen und zwar so. Ich habe das Bett gemacht und bin dann ins Badezimmer gegangen. Und zum Schluss können wir sogar auf das Futur 2 verzichten, das eine beendete Handlung oder Situation in der Zukunft beschreibt. Wir brauchen dann nicht zu sagen, ich werde die Wohnung morgen aufgeräumt haben, sondern einfach nur, ich habe die Wohnung morgen aufgeräumt. Das heißt also, in der gesprochenen Sprache musst du einfach nur 2 Zeiten kennen, und zwar das Präsens und das Perfekt. Wie gesagt, nur bei den Modalverben und haben und sein solltest du die Präteritumform kennen. Das ist einfacher als die Sätze dann in dem Fall ins Perfekt zu setzen. Weiter geht es mit Trick Nummer 2. Benutze von plus Dativ anstatt des Genitivs, wenn du über Besitz sprichst. Ich weiß, der Genitiv ist ein Mysterium. Wir lernen ihn im Unterricht, benutzen ihn aber so gut wie gar nicht. Während er für die geschriebene Sprache wichtig ist, hat er in der gesprochenen Sprache kaum Relevanz, denn sehr oft kann er auch durch den Dativ ersetzt werden. Vor allem, wenn es eben um Besitz geht. Also, anstatt zu sagen, das Auto des Mannes, kannst du auch einfach diese Konstruktion mit von plus Dativ verwenden. Das Auto von dem Mann. Selbst ein paar Präpositionen, nach denen eigentlich der Genitiv folgen sollte, können in der Alltagssprache mit dem Dativ kombiniert werden. Zum Beispiel wegen dem Regen anstatt wegen des Regens. Obwohl du hier mit Gegenwind rechnen musst. Manche Muttersprachler nehmen es hier nämlich sehr gerne mal genau.
Andererseits benutzen es auch viele Muttersprachler mit der Dativform. Also, du kannst es dir aussuchen. Auch bei trotz hört man sehr oft, dass der Dativ anstatt des Genitivs verwendet wird. Also trotz des schlechten Wetters oder trotz dem schlechten Wetter. Allerdings, wie gesagt, nur in der gesprochenen Sprache. Ganz wichtig. Kommen wir zum dritten Grammatiktrick und der hat mit einem besonders beliebten Thema zu tun. Nicht, nämlich der Adjektivdeklination. Du hast sicher schon diese wunderbaren Tabellen dazu gesehen und dir die Haare gerauft. Beim Sprechen siehst du diese wahrscheinlich vor deinem inneren Auge und versuchst alles zu kombinieren. Bevor du aber die richtige Endung findest, hat dein Gesprächspartner gegenüber deinen Satz schon längst beendet oder wird zumindest langsam ungeduldig. Daher lerne nicht die Tabellen, lerne in Mini-Regeln und Clustern. Zum Beispiel endet der Artikel vor dem Adjektiv auf en, endet auch das Adjektiv auf en. Zum Beispiel einen netten Mann. Den netten Mann. Oder alle Endungen im Dativ sind en, egal ob maskulin, feminin, neutrum oder plural und egal ob unbestimmte oder bestimmte Artikel. Also einem netten Mann, einer netten Frau, einem netten Kind, dem netten Mann, der netten Frau, dem netten Kind. Der nächste Trick, wenn es keinen Artikel vor Adjektiven gibt, hänge einfach die Endung des Artikels, der normalerweise vor dem Adjektiv stehen würde, hinten an das Adjektiv. Beispiel: Netter Mann sucht schönes Haus. Wir sind hier im Nominativ und der Artikel im Nominativ für Mann ist normalerweise der. In diesem Satz fehlt aber der Artikel. Die Endung von dem Artikel ist er und er hängen wir auch an das Adjektiv. Also netter Mann. Genauso wie bei nette Frau sucht schönes Haus und nettes Kind sucht schönes Haus. Verrückte Beispielsätze, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mit diesen Tricks lernst du, wie es auf Englisch so schön heißt, smarter und not harder. Also suche dir bei der Adjektivdeklination kurze, kleine Regeln aus, die du ganz schnell in deinem Kopf in Gesprächen abrufen kannst. Kommen wir zum nächsten Hack. Du hast Probleme mit der Passivkonstruktion. Das heißt also, dir fällt es schwer, Passivsätze zu bilden. Nutze stattdessen einfach Konstruktionen mit dem unpersönlichen Mann. Als fortgeschrittener Deutschlerner wirst du schon einmal vom Passiv gehört haben. Eigentlich ist das Passiv eine ganz nützliche Grammatik. Zum Beispiel, wenn man nicht mehr weiß, wie die Person heißt, die etwas gemacht hat, oder wenn sie einfach nicht relevant ist für die Handlung oder auch nicht im Vordergrund steht. Oder eben, wenn man jemanden nicht direkt adressieren möchte, weil es vielleicht Konfliktpotenzial birgt und man das Ganze lieber diplomatischer angehen möchte. Also anstatt, dass du zum Beispiel deinem Kollegen oder deinem Mitarbeiter sagst, du könntest das besser machen, was zugegebenermaßen etwas direkt ist und schnell als Kritik aufgefasst werden kann, können wir einfach sagen, das hätte besser gemacht werden können. Damit adressierst du die Person nicht direkt, sondern legst den Fokus auf die Sache. Was aber, wenn du mit dem Passiv, wie gesagt, Probleme hast und dir in der gesprochenen Alltagssprache bei Konversationen die Bildung schwerfällt? In dem Fall kannst du in vielen Situationen einfach auf Sätze mit dem unpersönlichen Mann zurückgreifen. Wie das geht? Anstatt zu sagen, du hättest das besser machen können, sagen wir einfach, Mann hätte das besser machen können. Und voilà,
Du hast die Person nicht direkt attackiert und die Bedeutung des Satzes bleibt die gleiche und dabei bist du auch noch diplomatisch. Ganz einfach. Kommen wir nun zum Schluss, zum letzten Grammatiktrick. Dieser betrifft die Präpositionen. Sicherlich weißt du schon, dass es Präpositionen mit dem Akkusativ und welche mit dem Dativ und auch welche mit dem Genitiv gibt. Aber wie merkt man sich diese eigentlich am besten? Man kann versuchen, sie in der Tabelle zu lernen oder man kann Listen schreiben, aber diese sind in Alltagsgesprächen einfach mühselig abzurufen. Kein Mensch hat Zeit, sich eine Liste vor Augen vorzustellen und dann einen Satz zu formulieren. Eine andere Methode wäre, sie in Merksätzen zu lernen, wie zum Beispiel bei mit, nach, von, seit, aus, zu, bei, braucht immer Fall Nummer 3. Dagegen spricht überhaupt nichts und das kannst du definitiv machen. Aber beim Sprechen wirst du auch hierbei merken, dass du an deine Grenzen kommst. Denn so oder so, du musst dir in Konversationen immer diese Tabellen und Listen oder Merksätze vorstellen bzw. sie abrufen und das geht leider nicht schnell genug, wenn du gerade in einem Gespräch bist. Also, was können wir tun? Mein Tipp oder mein Hack hier ist, lerne vorher Merksätze mit Präpositionen und wiederhole sie jeden Tag für mehrere Wochen. Ich meine wirklich jeden Tag für mehrere Wochen, denn wir wollen eine Automatisierung, also einen Automatisierungsprozess in deinem Kopf starten, mit dem du die Laute automatisch kombinierst. Also damit meine ich den Laut der Präposition und den Laut der Kasusendung. Wenn du das lange genug machst, wirst du irgendwann auch bei neu kombinierten Sätzen nicht mehr lange nachdenken müssen. Denn es wird automatisch der richtige Kasus über deine Lippen kommen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein paar wertvolle Tipps geben, wie du komplizierte Grammatik umgehen und neue Grammatik schneller und einfacher lernen kannst. Probier es einfach mal aus und lass es mich in den Kommentaren wissen, ob es funktioniert hat. Und falls dir dieses Video gefallen hat, dann like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal.